Sommer, Sonne, Insektenzeit. Leidiges Thema für uns Aufbereiter. Der Kunde denkt, es ist super einfach zu entfernen. Sind sie auch erstmal. Aber die Viecher fliegen halt relativ schnell. Und noch schlimmer, du fährst richtig schnell. Und dadurch gibt es einen Aufschlag. Wie wir den wegmachen? Der normale Menschenverstand sagt eigentlich, dass Insekten ziemlich leicht weggehen. Und wie ich gerade schon angedeutet habe, die Insekten selber gehen ja auch leicht weg. Aber leider hinterlassen die einen Aufschlag auf dem Lack, also einen Abdruck im Lack, wenn man so will. Und diesen zu entfernen ist gar nicht so einfach. Es klappt leider auch nicht mit einer normalen Politur, sondern man muss da ein, zwei Tricks anwenden. Ganz wichtig zu sagen, wenn man einen Choker hat, wo wirklich jedes einzelne Insekt komplett entfernt werden muss, die Umrisse müssten meistens geschliffen werden, um sie halt wirklich aus jedem Winkel nicht mehr zu sehen. Wir zeigen euch eine Methode, wie ihr die Insekten so entfernen könnt, dass ihr, wenn ihr vorm Auto steht und auch aus dem Winkel, genau, also aus dem geraden Winkel genau drauf guckt, sie dann auch schon nicht mehr seht, also sie quasi für jeden anderen Kunden entfernt. Wichtig ist vorweg, gründliche Reinigung, Insektenentferner benutzen und Lackknete verwenden. Danach geht es an dieser Stelle weiter. So, starten wir gleich mal durch und kleben die sensiblen Bereiche ab. Da muss man im Einzelfall entscheiden, was abzukleben ist. Generell bin ich ein Freund von weniger ist mehr, weil Klebeband im Pad macht auch Stress. Schauen wir uns mal die Stelle vorher an, dann können wir sehen, wir haben einen starken Insektenunfall, selbst nach Insektenentferner und Lackreinigungsknete ist immer noch eine Menge vorhanden. Wichtig ist, dass man mit dem Finger rüberstreichen kann und nichts mehr spürt. Dann sind nämlich die Rückstände weg und nur noch die Einschläge da. Wir benutzen relativ viel Politur und nutzen eine lösungsmittelhaltige Politur zusammen mit Hitze. In der Kombination hoffen wir, den Lack wirklich weich zu machen, um auch wirklich das Insekt oder den Insektenaufschlag aus dem Lack rauszuholen und nicht nur von oben runter zu polieren, sonst können wir echt lange polieren und polieren diesen Insekteneindruck mit runter. Von daher ist die Idee, Lösungsmittel macht den Lack einen Tick weicher, deswegen lösungsmittelhaltige Politur. Hitze auf der Roter macht den Lack weicher, hartes, offenporiges Pad, um eventuelle Rückstände nochmal mit aufzunehmen und dann schön langsam fahren auf Stufe 1, ein Kreuzstrich und dann hochdrehen, so auf Stufe 3 bis 4. Immer die Hitze im Blick haben und zwischendurch im Zweifel abwischen und kontrollieren. Am Ende müssen wir natürlich nochmal einen Finish fahren. Wir nehmen hier die Excenter mit einer Hochglanzpolitur, einem weichen Schwamm, verteilen den auf den Bereich und fahren nochmal ein fixes Finish. Wirklich, diese Methode dauert für eine komplette Front keine halbe Stunde und ist eine super Variante, um Insekten zu entfernen und sie ja so gut wie wirklich zu entfernen und ein vernünftiges Ergebnis in einer annehmbaren Zeit herzustellen. Wichtig sind die Komponenten Hitze und Lösungsmittel, um halt wirklich die Umrisse zu entfernen und nicht nur irgendwie die Insekten mit runter zu polieren, wie gerade bereits erklärt. So, im Ergebnis, wir sehen, wir haben hier noch ein paar leichte Schlieren an den Kanten, wo wir noch ein bisschen Politurreste haben, aber, und das ist das Wichtigste, wir haben keine Insekten mehr und das war unser Ziel, das galt es zu erreichen. Wir arbeiten jetzt nochmal die Politurreste raus und sehen dann, das Insekt ist grundsätzlich weg. Hier sieht man aus einem ganz bestimmten Winkel noch einen leichten Abdruck des Insekts. Das war das, was ich vorhin im Intro meinte, aber ich denke, Ergebnis ist trotzdem sehr gut. So, das ist meiner Meinung nach der schnellste und einfache Weg, Insekten zu entfernen. Ein bisschen Hitze, ein grobes Schaumstoffpad, um alles aufzunehmen, was da abgetragen wird. Ein bisschen Lösemittel macht es auch nochmal eine Nummer leichter. Schon sind sie weg. Wie gesagt, wer Perfektion will, müsste jetzt nochmal schleifen. Man sieht nur ganz leichte Umrisse. Aber ich denke, für 99,9% ist das ein super Ergebnis, denn draußen sieht man davon nichts mehr. Und ich denke, darum geht's. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachmachen. Hau rein.